So, also, Desinfektionsmittel ist überall ausverkauft. Und was machen wir? Wir machen unser eigenes Desinfektionsmittel, und zwar mit biologischen und natürlichen Zutaten, also mehr oder weniger natürlichen Zutaten. Und für das braucht man vor allem Alkohol, also Ethanol braucht man vor allem dazu, reines Alkohol, und am besten in einer Bioqualität. Also Alkohol ist natürlich mal Hauptbestandteil des Desinfektionsmittels. Am besten nimmt man Ethanol. Das ist eigentlich ein gutes, reines Alkohol, das auch günstig ist, das man bekommt. Man kann sehr gut Kaminbrennstoff nehmen, also wo man für ein Indoor-Feuer braucht, weil das rein ist und das rußt nicht. Auch ein Bestandteil davon das wäre mein Tipp, das wäre Aloe Vera Saft. Und zwar ist es einfach der Anteil quasi vom Wasser, respektive von den Substanzen, die dann wieder pflegen, weil der Alkohol immer austrocknen, weil es natürlich ein Lösungsmittel ist und Fett lösen, soll es auch noch pflegende Wirkung drin haben. Und Aloe Vera ist, kennt ihr sicher, wenn man einen Sonnenbrand hat, ist natürlich sehr gut, sehr effektiv, weil es einfach lindernd ist. Dazu kommt noch ein pflegendes Öl, ein ätherisches Öl. Das ist wichtig, dass es ätherisch ist, weil ätherische Öle haben sehr positive Eigenschaften auf Entzündungshemmung und Bakterienabtötung, antiseptisch und auch pilztötend. Teebaumöl ist super, das kommt aus Australien ursprünglich. Das haben schon die Aborigines schätzen gewusst, die antiseptischen Eigenschaften und desinfizierenden Eigenschaften. Und Teebaumöl ist perfekt gut, auch für die Haut, weil sie die Haut besonders gut pflegt. Es wird unter anderem auch eingesetzt gegen Akne im Gesicht. Das wirkt super gut. Dazu kann man auch Eukalyptus nehmen, Eukalyptusöl, oder anstatt vom Teebaumöl. Zu viel mischen würde ich nicht mit dem Öl, das sind ätherische Öle. Und zu viel mischen macht wahrscheinlich keinen Sinn. Lavendelöl hat auch sehr positive Eigenschaften. Ätherische Öl, wie ganz viele andere ätherische Öle auch. Wichtig ist, dass es Leute gibt, die allergisch sein können auf ätherische Öl. Da muss man aufpassen. Gerade wenn man ein Desinfektionsmittel macht und dann mehrere Leute möchte zur Verfügung stellen, sollte man es anschreiben und die Leute einfach informieren, weil es gibt Leute, die allergisch darauf wirken können. Grundsätzlich sollte man sich informieren, was für Öl das man braucht, am besten googlen, und dann sieht man sehr schnell eine Liste. Auf Nummer 1 ist natürlich das Teebaumöl, das ist top. So, jetzt würde ich sagen, jetzt probieren wir es mal. Jetzt machen wir unser eigenes Desinfektionsmittel. Und zwar braucht man einen Messbecher dazu. Ich wollte jetzt mal 1 Liter Desinfektionsmittel machen, Flüssigdesinfektionsmittel. Und für das brauche ich jetzt gerade mal reines Alkohol, Ethanol. Und zwar 8 Deziliter auf 1 Liter, plus minus. So, das ist also reiner Alkohol, das ist eigentlich Brennsprit, aber in sehr hoher Qualität. Dann nehmen wir den Aloe Vera Saft, vorher schütteln, weil das hat natürlich pflanzliche Rückstände drin. Den kann man trinken, ich habe da auch schon einen Schluck daraus rausgenommen. Es ist für den Körper total unbedenklich, es ist Trinkkonsumqualität. Und das kann man natürlich nicht nur für die Hände brauchen, sondern auch zum Trinken. Und da würde ich jetzt mal 2 Deziliter Aloe Vera Saft rein tun. Plus minus. So. Ja, das Ganze ist nicht ganz günstig. So eine Flasche ist, glaube ich, 17 Franken. Das ist auch 19 sogar. Das sind 20 Franken, so ein halber Liter. Das macht natürlich das Desinfektionsmittel relativ teuer, aber dafür umso besser. So, man sieht schon ein bisschen, es hat eine gewisse Trübung drin. Dann machen wir Teebaumöl und ich will jetzt da um die 40 Tröpfchen mal rein tun. Das schmeckt schon sehr fein. Ja, das schmeckt fast wie ein Cocktail. Und ich tue jetzt noch ein bisschen Lavendelöl noch drin, 2 Töpfchen, that's it. So, jetzt wäre eigentlich, jetzt haben wir hier 1 Liter Desinfektionsmittel, das in dem Sinne schon fast fertig hergestellt ist. Das kann man jetzt so abfüllen. Wichtig ist, dass man es vor dem Abfüllen kräftig schütteln, dass sich das Öl und der Alkohol
nicht scheidet. Sieht schon mal sehr schön aus, das Ganze. Fertig kann man es in so ein Fläschchen abfüllen oder am besten in einen Glasbehälter, in einem Braunglasbehälter, der sicher alkoholresistent ist. Die Fläschchen da, wo man ja auch für Kosmetik braucht, da hat sie in der Regel auch nichts anderes drin als Alkohol und Glycerin und noch ein bisschen Öl vielleicht. Viel mehr wahrscheinlich auch nicht. So, jetzt fülle ich das Ganze mal ab und dann wäre das Desinfektionsmittel auch schon fast fertig. So, während das noch weiter am Reinleeren ist, erzähle ich euch noch ein bisschen mehr darüber. Und zwar kann man das ganze Desinfektionsmittel natürlich auch in Schelenform haben. In der Schelenform, wie man sie im Laden bekommt oder in der Apotheke, hat es einfach noch ein Verdickungsmittel drin. Mehr nicht. Das kann Glycerin sein, es kann auch etwas anderes sein. So, jetzt ist das abgefüllt, das super gute biologische Desinfektionsmittel mit Aloe Vera Saft. Also da freut sich nachher noch eure Hände drauf. Mit Sicherheit, weil es eben nicht nur die Hand trocknen und quasi die Schutzschicht wegnimmt, sondern es gibt der Hand auch wieder sehr viel zurück. Gerade auch mit dem Teebaumöl ist das natürlich ideal. Ja, aber fertig ist es jetzt. Jetzt ist mega wichtig, das Ganze muss man schütteln und man sollte es auch von jeder Anwendung schütteln oder einfach immer wieder mal schütteln, damit der Anteil vom Agavensaft und Öl sich immer schön miteinander vermischen. So, jetzt kann man es eigentlich schön brauchen, das Desinfektionsmittel. Ich habe das da bereits schon vorbereitet und abgefüllt. Teebaumöl, das schmeckt ein bisschen speziell. Ein bisschen baumig, kann man sagen, ein bisschen holzig. Aber auf der Haut tut es sich sehr gut anfühlen. Es schmeckt eigentlich ein bisschen wie eine Handcreme, wie eine herbe Handcreme. Also vielleicht noch mal kurz als Zusammenfassung, was braucht man? Dazu brauchen wir einen Alkohol. Das kann ein hochwertiger Brennsprit sein oder am besten etwas in einer Bio-Qualität, wie zum Beispiel der da. Der ist jetzt vom Landi. Und das ist Indoor-Kamin-Qualität Bioethanol. Und ich brauche das schon recht lang, das Bioethanol, auch sonst schon. Und man kann es zum Reinigen brauchen. Die Flasche kostet fast nichts und es ist wirklich eine saubere Sache. Es hat keinen Farbstoff drin, es ist geruchsneutral. Was natürlich immer ist mit Alkohol, Alkohol ist ein Lösungsmittel. Alkohol tut die Schleimhäute kaputt machen, tut die Schutzschicht von der Hand natürlich zerstören. Darum muss man ein bisschen vorsichtig damit umgehen. Also zum Putzen mit bloßen Händen sollte man sicher nicht brauchen, wie jedes andere Mittel auch nicht, das ist ja klar. Ja, aber es ist nichts anderes als reiner Alkohol, das ist natürlich gut. Dazu super gute Kombination Aloe Vera Saft aus der Apotheke in Bio-Qualität, also zum Trinken. Ob man auch ein Aloe Vera Gel gegen Sonnenbrand brauchen kann, ja wahrscheinlich schon, das braucht man ja schlussendlich auch für die Haut. Aber je reiner, desto besser, biologisch. Dann ätherische Öl, wie zum Beispiel das Teebaumöl, ist natürlich super gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Macht euch das Desinfektionsmittel selber, es anpassen, probiert es aus. Es würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal liken oder abonnieren. Und in dem Fall bis zum nächsten Mal. Bleibt vorbereitet, aber schaut, dass ihr keine Panik habt. Also, bis bald wieder. Tschüss miteinander.